Guten Abend, ich würde gerne heute Rosel Zech vorstellen, die Hauptdarstellerin des Filmes Veronika Voss. Veronika Voss ist 1981 gedreht worden von Rainer Werner Fassbinder und Rosel Zech ist eine der berühmtesten deutschen Theater- und Filmschauspielerinnen und sie ist heute hier bei uns in New York. Wir sind hier in einer wunderschönen Wohnung zu Gast und freuen uns, über diesen Film was zu berichten. Ich möchte gerne Juliane Lorenz vorstellen. Juliane ist seit Veronika Voss, kann ich sagen, meine beste Freundin. Juliane war die Lebensgefährtin von Rainer Werner Fassbinder, hat seine Filme geschnitten und leitet jetzt die Fassbinder Foundation. Erzähl vom Anfang. Wie hast du den Rainer kennengelernt? Rainer habe ich im Theater kennengelernt in Bochum, wo ich ja engagiert war. Da war ein neuer Intendant, Peter Zadek, und Peter hat alle wirklich tollen und interessanten Regisseure hergeholt, unter anderem eben Rainer. Ja, wann war das? Anfang der 70er, so 72 ungefähr. Da kam Rainer mit seiner Truppe und das war eine wirklich bunt gewürfelte, tolle Truppe. Und wir, der Schauspieler und Peter Zadek, kamen ja von ganz woanders her. Also wir haben diese Truppe sehr neugierig beäugt. Und er hat dort einige Inszenierungen gemacht. Dann dann ist er weggegangen, hat mich auch gefragt, ob ich mit ihm mitkomme. Und da das aber gerade mein Anfang war mit der Arbeit mit Peter Zadek, bin ich dann dort geblieben und das hat der Rainer auch verstanden. So, dann habe ich immer, also wo er überall gearbeitet hat, hat man dann Kritiken gelesen, Aufführungen gesehen, ob in Berlin oder Frankfurt und so weiter. Dann bin ich irgendwann nach Berlin gegangen. Das war, glaube ich, Ende der 70er Jahre und habe dort Theater gespielt und Rainer hat Berlin-Alexanderplatz gemacht. Und da Regisseure ja oft eifersüchtig sind, also der Regisseur, mit dem ich gearbeitet hatte, damals am Theater, der war eifersüchtig auf Rainer und hat gesagt, nein, ich gebe dir keinen frei, hat mir keinen frei gegeben. Und es gab keine Zusammenarbeit. Dann bin ich von Berlin nach München gegangen und dort haben wir zum ersten Mal in Lola gearbeitet. Frau Schuckert. Richtig. Mit Mario Adorf. Ja, war ich seine Frau. Und das war schon eine tolle Arbeit. Also das war ja wunderbar. Und dann Veronika Voss. Also ich muss jetzt dazu sagen, weil das habe ich dir ganz selten erzählt, warum der Rainer ja so immer scharf auf dich war, warum er unbedingt mit dir arbeiten wollte. Weil du für ihn die beste Hedda Gabler des deutschen Theaters warst. So hat er das mir mal gesagt. Ich hatte keine Ahnung davon, was das überhaupt ist, Hedda Gabler zu der Zeit. Und habe ja dann erst viel später diese Kassette mal gefunden, von der er immer gezählt hat. Die habt ihr ja auch aufgezeichnet. Und er hatte selbst auch eben die Hedda Gabler inszeniert, ich glaube 74 in Berlin. Mit Margit Carstensen. Und das fand ich von seiner Seite her schon einen ziemlichen Mut oder auch Freiheit zu sagen, die war viel besser. Und jetzt kommen wir zu der Veronika Voss. Wie kam das? Ja, er hat gesagt, möchtest du Veronika Voss spielen? Und da habe ich gesagt, ja, so einfach. Und dann hat er mir, ja, wirklich so einfach. Dann hat er mir das Drehbuch gegeben und hat gesagt, also vertief dich da rein und besorge dir ein Buch über Drogen, damit du weißt, wie Entzug und sowas alles, wie diese Zustände funktionieren. Und ansonsten appelliere ich an deine Fantasie als Schauspielerin. Und naja, dann bin ich, glaube ich, 4 oder 6 Wochen in Klausur gegangen, habe mich da reinversetzt und dann begannen die Dreharbeiten und das war aufregend. Wusstest du was über die Grundfigur Veronika Voss? Die war ja, wir haben das ja in Anlehnung Richtig. an eine wirklich einmal lebende Schauspielerin, Sibylle Schmitz. Ja, aber er hat mir gesagt, kümmere dich nicht so viel um Sibylle Schmitz, sondern um das Drehbuch. Und ja, das habe ich dann auch gemacht. Bei der Lola, bei den Vorbereitungen von der Lola, habe ich mich da
durch Zeit und durch Zeitdokumente durchgearbeitet. Und da fiel mir eben diese Geschichte von der Sibylle Schmitz in die Hände, eine ganz kleine Notiz. Und da gab es so ein Foto von einer ganz mysteriösen Frau. Wir hatten ja auch gar nicht so viele Fotos von ihr. Und es gab auch keine Filme in der Zeit, die man da ständig gespielt hätte. Und das war, glaube ich, eine aktuelle Notiz von diesem Prozess, der 1954 in München stattgefunden hatte, weil Sibylle Schmitz ja tatsächlich sich umgebracht hatte. Und das hatte mir Rainer mal erzählt, dass er über die Sibylle Schmitz einen Film machen wollte, irgendwann. Und dann kam das und dann haben wir das so alles so zusammengestellt. Und dann hatte sich das ja auch in einem seiner Gespräche mit den Drehbuchautoren Mertesheimer ergeben, dass er gerne nach der Lola entweder Sibylle Schmitz oder wir waren ja schon in der Vorbereitung zu Rosa Luxemburg, dass er den gerne machen wollte. Und die Hauptsache war natürlich, dass Sibylle Schmitz der Stoff von Sibylle Schmitz in die Geschichte der BRD-Trilogie hineinpasste. Es gab nie eine Diskussion darüber, war sie jetzt ein guter Mensch oder war sie jetzt also den Nazis zur Hand, was ein Quatsch ist, war sie gar nicht. Das war nicht das Thema. Das war nicht das Thema. Das Thema war, wie ein Mensch aus einer eigenen Entwicklung heraus, sie war eine sehr gebildete Frau, und wie sie dann sozusagen durch diese wirklich künstlerisch nicht hochwertvolle Zeit der Nazis doch durchgegangen ist und versucht hat zu leben, zu überleben. Hast du zur Sibylle Schmitz bzw. zu der Rolle Veronika Voss eine persönliche Zuneigung gehabt oder war sie dir erst mal ganz fremd und sagt, das hat nichts mit mir zu tun? Nein, eine Zuneigung. Zu einer Rolle, wenn man eine Rolle spielt, muss man eine Zuneigung haben. Man muss sie lieben. Manchmal muss man wieder die Distanz haben und dann muss man wieder auf sie zugehen. Aber immer mit Zuneigung zugehen. Wenn man eine Rolle hasst, kann man sie nicht spielen, glaube ich. Wie viele Drehtage hatten wir? 24, kann ich mich erinnern. Wenn man das heute jemandem erzählt, das mag man kaum glauben. Ja. Aber ich denke mir, das ist deshalb so, weil der Rainer war so gut vorbereitet. Der wusste genau, was er erzählen wollte. Und da war das nicht so wie bei manch anderen Regisseuren, der dann sagt, probieren wir es noch mal so, dann probieren wir es noch mal so und dann noch mal von diesem Blickwinkel und so und so. Das war auch eine Ruhe herrschte, eine Ruhe und Konzentration und ich war einfach gut aufgehoben. Mein Eindruck, warum er so schnell gedreht hat, er wollte nicht, dass der Schauspieler dann noch mal zigmal über sich nachdenkt, sondern er wollte den ersten Impetus haben, vielleicht noch mal gerade den zweiten. Und da ich das gewusst habe, war ich sehr gut vorbereitet. Also wusste, dass ich immer Premiere spielen musste. Und mir hat das sehr gut gefallen. Denn wenn man sehr, sehr viel dreht, eine Szene immer und immer wieder, dann muss man sie vielleicht 100-mal drehen. Um dann irgendwann ist es einem dann so egal, dass man dann sich nicht mehr anstrengen will und es dann richtig macht. Oder es muss beim ersten oder zweiten Mal wirklich da sein. Und was würdest du als Fassbinder-Stil bezeichnen? Ich finde, was einen tollen Regisseur ausmacht, und Rainer war für mich da wirklich ein Meister. Ein toller Regisseur redet nicht viel. Der beobachtet immer den Schauspieler. Und bevor der Schauspieler noch den Gedanken hat, weiß der Regisseur eigentlich schon, was der jetzt denken wird. Den Eindruck hatte ich beim Rainer. Ich habe auch beim Rainer beobachtet, dass er es nicht mochte, dass jemand zu ihm kam und sagen würde, also Rainer, kannst du mir mal die Aussage einer Szene oder wie der Satz oder wie das und so gemeint ist. Er hat gesagt, was soll ich einem Schauspieler über seine Rolle erzählen, was der Schauspieler nicht selber weiß. Will sagen, dass er ein großes Vertrauen zum Schauspieler gehabt hat. Vielleicht, weil er auch selber Schauspieler war und sogar ein sehr guter Schauspieler. Er hat wenige, wenn dann nur ganz wenige Sachen gesagt. Und das waren meistens die richtigen. So einen halben Satz oder ja, eine Sache kann ich noch sagen. Eine Szene, da bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, Rainer, ich finde, das müsste so und so gespielt werden. Und da hat er mich
sehr liebevoll angesehen und hat gesagt, nein, so wird sie nicht gespielt. Und ich wusste aber ganz genau, schon als er gesagt hat, nein, so wird sie nicht gespielt, und ich schaute in seine Augen, da wusste ich aber, wie sie gespielt wird. Armin Müller-Stahl, der meinen Ehemann gespielt hat, der hat sich immer ganz viele Sachen noch dazu geschrieben, ja. Und ich dachte, Mensch, die Stichworte, Alter, das passt jetzt gar nicht mehr. Was mache ich denn bloß? Und das kann ich ja ruhig erzählen. Das ist ja eine schöne Geschichte. Da bin ich zum Rainer gegangen, habe gesagt, Rainer, der ändert die Stichworte und das und das und das. Und da sagt er, macht nichts, schneide ich ja alles weg. Das fand ich wunderbar. Ich fand es deshalb auch wunderbar, weil ein anderer Regisseur wäre vielleicht zum Müller-Stahl gegangen und hätte gesagt, du machst sowas nicht mehr und verunsicherst deine Partnerin und. Nein, er hat das einfach so sein lassen, um die Atmosphäre nicht zu stören. Das fand ich toll. Das ist richtig. Der Armin Müller-Stahl hatte als Angebot, das war eine kleine Rolle letztendlich, und nach der Lola, weil wir so begeistert waren von Armin und wir liebten ihn ja auch, ja, hat der Rainer doch dem Armin diese Rolle angeboten, hat gesagt, was immer du machst, ist mir recht, es gehört dir die Rolle. Und dadurch hat sich das ergeben. Ich habe das ja auch verstanden. Und am Theater macht das auch nichts. Da kann man improvisieren. Aber beim Drehen, und da das mein zweiter richtig großer Kinofilm war ich dann ganz nervös, dass ich dann auch die Stichworte und alles, ich musste ja auch an mich denken und dann auch an ihn denken. Und da war ich etwas nervös. Und naja, es ist ja trotzdem gut gegangen. Ich kann mich vor allem daran erinnern, dass nicht nur schnell gedreht wurde, sondern dass das der erste Film war, den ich 3 Tage nach Beendigung des Drehens auch fertig geschnitten hatte, parallel. Warst du eigentlich öfters bei den Vorführungen dabei? Hast du das gesehen oder nur den Schluss? Nein, ich war einmal einmal habe ich Muster gesehen. Ich habe mir eigentlich Muster nicht anschauen wollen, bis der Rainer mal gesagt hat, bitte schau dir jetzt mal Muster an. Es gab aber keine Muster. Doch, und nicht Muster, wie heißt denn das? Ja, genau. Also ich sollte mir ein paar Sachen ansehen. Da sagt er, damit du siehst, wie gut du bist. Das hat er wirklich gesagt. Damit ich meine Angst verlieren soll, die ich natürlich immer, ich war nervös, ja. Und dann habe ich mir das angesehen und dachte ich, ja, prima. Aber ja, okay. Ich habe gedacht, ja, prima. Gab es eine Szene, wovor du Angst hattest? Ja, ich glaube, ich hatte Angst vor der Szene, wenn Veronika Voss einen Job bekommt und dreht mit Peter Zadek. Davor hatte ich wirklich Angst, weil Peter Zadek ist ungefähr das Pendant am Theater, einer der ganz, ganz großen Theaterregisseure in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Und ich weiß, dass Rainer den Peter Zadek sehr, sehr verehrt hat. Und als die beiden Regisseure und ich dann dazu, da hatte ich Angst, da war ich nervös. Das habe ich auch irgendwie, naja gut, also ich habe das gedreht, aber davor hatte ich wirklich Angst. Aber es ist vorbeigegangen. Das ist die Szene, wo du deinen Text nicht mit der Träne gemeinsam spielen kannst. Und wo er 3-mal drehen muss und dann am Schluss fast die Nerven verliert und dann aber dir sagt, du musst doch bitte schön jetzt... Das heißt, nein, der Peter, der hat gar nicht die Nerven verloren. Ich habe die Nerven verloren. Du hast also die Nerven in der verloren. Rolle, richtig, nicht wahr? Aber wirklich hatte ich auch etwas Angst. Nicht nur etwas, ich hatte richtig viel Angst. Da kann ich eben auch dazu sagen, warum er natürlich den Peter genommen hat. Das war eigentlich nicht, um dich zu verängstigen, sondern auch als Geschenk. Weil er ja auch wusste, wie wichtig ihr 2-mal zusammen für eine Arbeit hatten. Und weil er ihn natürlich bewundert hat, gar keine Frage. Aber das sind so die kleinen Dinge im Leben. Die persönlichen Hintergründe der Leute mit zu verbinden, jemanden ruhiger zu machen. Oder ihm so. Ich habe das immer als Geschenk verstanden. Peter mochte den Max Ophüls gern und darum auch dieser Hut, glaube ich. Ach so. Dann den Mantel so umgelegt. Peter soll angeblich immer das mit der Brille gemacht haben, auch persönlich. Doch, das hat er gemacht. Aber ich weiß immer, dass der Name Max Ophüls fiel. Aha, siehste. Am Ende, wenn Veronika Voss also ihre Abschiedsparty gibt und singt, da weiß ich noch, der Rainer hat gesagt, du kannst singen, was du willst, was magst du denn gern? Und zu der Zeit hörte ich Dean Martin, Memories are made of this.
Und das fand ich so toll. Und da habe ich zu ihm gesagt, das möchte ich gern singen. So, und dann hat er gesagt, ja, dann machst du das. Na, so. Genau dasselbe. Er hat wirklich seine Schauspieler ernst genommen. Also das, was sie persönlich interessiert hat, hat er mit einbezogen. Ist es schwierig, eine Schauspielerin zu spielen und eine drogensüchtige Schauspielerin, die auch keinen Erfolg mehr hat und sterben wird? Also eine Schauspielerin zu spielen, das finde ich schon schwierig, weil man interessiert sich ja nicht für das, was hinter der Bühne ist. Eigentlich finde ich es immer uninteressant, wenn ich sehe, wie Leute es machen. Mich interessiert immer nur ein Schauspieler, wenn ich also die Rolle sehe, wo er gerade spielt, aber ich möchte nicht wissen, was er zu Hause macht. Das interessiert mich nicht. Und das ist dann also das ist schon kompliziert, eine solche Figur so zu machen, dass es nicht nur insidermäßig ist, für Künstler interessant ist, sondern auch noch für andere Leute interessant ist. Das hat mich dann wieder interessiert, wie jemand, der zum Beispiel mit dem Leben nicht so fertig wird, in Rollen flüchtet und dann dieses Hilfsmittel der Drogen nimmt. Und da könnte man sagen, wenn man da nun Drogen sagt, es ist nun gerade also hier Morphium gewesen, man kann ja auch Alkohol sagen, man kann ja auch, Arbeit kann auch eine Droge sein und dann ist es nicht mehr so, also nur speziell auf Künstler, sondern auch für viele Menschen verständlich. So habe ich mir zurechtgelegt, sodass ich dann auch nicht nur an Sibylle Schmitz kleben geblieben bin, sondern überhaupt Menschen schwierige Situationen, Lebenssituationen meistern. Es gibt auch nicht viele Filme über Schauspieler. Nee, sie sind auch meistens... Ja, im Grunde, der berühmteste ist Sunset Boulevard. Ja. Und der ist seltsamerweise sehr gut. Und ja. der funktioniert ja auch über diese Erzählung rückwärts, über die Form des Films. Ja, weil er darüber hinaus auch etwas über eine Zeit aussagt, weil manches ist wie eine Geschichte von Edgar Allan Poe, weil es sehr unheimlich ist, weil es einfach noch über eine simple Schauspielerbiografie hinausgeht. Das Konzept zu dem Film war, dass wir einen richtigen schwarz-weißen Film machen. Das weiß ich, das war von Anfang an Rainers Wunsch. Und wir haben uns nicht an Filmbeispielen festgehalten. Sicherlich, ich glaube, es ist Sunset Boulevard. Den kannte man einfach. Ja. Das war ganz klar, dass man sich so einen Film zur Information anschaut. Aber was Xaver und er und also Xaver Schwarzenberger und er und hauptsächlich auch der Rolf Zedbauer eben mit eingebracht haben, war dieses gleißende Licht, das sozusagen diese Situation, also das sollte sozusagen auch das überhöhen, dieses wunderbare weiße, kalte, auf der einen Seite kalte Ambiente der Ärztin, übertragen auf das Set. Und das war ja die Idee von dem Rolf Zedbauer. Der hatte ja auch schon einige Filme ausgestattet für den Rainer, unter anderem Despair, und war ein Meister von Raumgestaltung. Das hat auch etwas wie etwas Märchenhaftes. Damit hat das Set vielleicht auch zu tun. Das hat es unterstützt. Wie etwas Märchenhaftes. Das ist also nicht nur eine Dokumentation über einen Künstler, sondern das geht darüber hinaus. Und das finde ich toll. Darum ist zum Beispiel nach Ende des Films ist man nicht nur traurig oder auch traurig über das Schicksal dieser Veronika Voss, sondern es hat etwas Märchenhaftes, wie ein schwarzes Märchen. Das finde ich toll. Wir haben überhaupt völlig Zum Beispiel Sunset Boulevard hat auch etwas Märchenhaftes. Ja, richtig. Das sind ja Leute, die sich die kommen ja nicht nur schuldlos da rein, die wollen ja auch das haben. Und die genießen auch den Untergang. Und das hat eine große Kraft. Also, jetzt müssen wir noch über Hilmar Tate was sagen. Bei Hilmar ist es ja im Grunde genauso gewesen wie bei Armin Müller-Stahl. Hilmar Tate kam aus der DDR. Richtig. Ich glaube 1980 kam er rüber. Ja. Wobei Armin auch
entweder Hilmar Tate und Angelika Domröse, seine Frau. Das waren ja zwei DDR-Movie-Stars Ja, richtig. und Theaterstars. Und die kamen rüber und der Hilmar Tate spielte mit Peter Zadek, sind wir schon wieder bei Zadek. Jeder stirbt für sich allein Ja. am Schiller Theater, Regie ja, Peter Zadek. stimmt, Und ich bin damals sehr viel ins Theater gegangen. Rainer sagte aber nur, er kommt mit, weil er will diesen Hilmar Tate sehen. Und den fand er unglaublich erotisch und aufregend als Schauspieler. Und das Schöne an dem Hilmar Tate, das weiß ich eben so durch den Schnitt und wenn wir das gesehen haben, der Hilmar Tate ist ja auch nicht ein sehr egozentrischer Schauspieler. Ja, da kann ich sagen, als Partner prima, weil der hat sich eigentlich nicht aufgedrängt. Nein, Nicht? Er wusste ganz genau, Ja. dass er das eigentlich ist, was er da spielt. Ja. Ein Robert Krohn aus einem ganz anderen Metier Journalist, nämlich Sportreporter. Und noch etwas, der Hilmar Tate hat eine ganz tolle Schauspielerin zur Frau, die Angelika Domröse. Und dann weiß er genau, was so eine Arbeit bedeutet. Das kann ich mir so vorstellen. Das heißt, er muss sich zurücknehmen. Nein, nicht zurück. Was heißt, ja, man muss dem Partner dienen und der Partner dient mir. Das ist Geben und Nehmen. So, also wenn man mit einem Partner gut zusammenarbeitet, dann ist er einem nicht sauer wegen einer Pointe oder deswegen, wenn man ankommt oder so, sondern das ist Geben und Nehmen. Das muss zusammengehen. Bei guten Partnern hat man das. Das muss auch so sein. Das ist das Nonplusultra. Da merkt man gar nicht, dass der Partner dann auch noch da ist, sondern man ist zusammen und trotzdem distanziert. Weil der arbeitet dann genauso wie ich oder ich wie er. Das ist zusammen. Das macht gute Partner aus. Also zum Beispiel etwas, was das ungefähr klar macht, war die Szene, wenn du ihm in dem Antiquitätenhaus begegnest, in dem Café. Das war ja, es hieß ja das Antiquitätenhaus in München, richtig. als wir das gedreht haben. Ja. Und da gibt es die Szene, wie du ihm doch vorspielst, was eine schöne Frau ist. Und Licht und Schatten sind die Geheimnisse des Films. Und er guckt. Licht und Schatten, das sind die beiden Geheimnisse des Films. Wussten Sie das? Ich gehe nicht oft ins Kino. Und ich weiß, Rainer hatte das von euch beiden, die ganze Szene durchgedreht. Einmal auf dich, Richtig. groß, dann einmal auf ihn groß, und das war wirklich von vorne bis hinten durch. Das andere war die Totale zum Einführen, später dann dein Abgang, dann kam die Szene unten, wie du die Brosche kaufst, dann gehst du wieder zurück. Und die kommt ja immer wieder, nach wie vor, nach all den Jahren, wo ich ihn immer wieder sehe, lachen die Leute sehr viel darüber. Stimmt. Und das Schöne an dem Hilmar Tate damals war, da hatte mir auch der Rainer einen Tipp gegeben, weil ich dachte, ich müsste jetzt ganz viel von dir schneiden, dass du also das alles sozusagen, weil du ja da jetzt was erzählst. Dann hat er gesagt, du unterstützt sie viel mehr, wenn du dieses Kindgesicht von diesem Mann, dieses unschuldige Gesicht länger dazwischen hast. Das weiß ich noch. Und da ist mir das so aufgefallen, wie wichtig auch eben Dramaturgie, wie wichtig Großaufnahmen sind, wie sehr man auch sozusagen jemanden führt, wenn man ihn gar nicht sieht, wie das die Spannung aufbaut. Ja. Und das war für mich der Hilmar Tate. Das war überhaupt kein komplizierter Mensch. Das liegt aber auch an der Rolle. Gedreht haben wir vom 14. November, kann ich mich erinnern, bis 21. Dezember. Und die Premiere auf der Berlinale war am 14. Februar 1981. Oh Gott, ja. Erinnerst du dich? Ich erinnere mich, wir standen, der Film war also zum großen Teil schon gelaufen, es waren die letzten 10 Minuten und auf einmal riss der Film. So, die Leute waren unruhig. Das war speziell in der Szene, wo die Rückblickszene. Ja, genau. So, dann lief der Film wieder, dann riss der Film wieder. Leute noch mehr unruhig, lachten. Dann also lief der Film wieder und dann riss er zum 3. Mal. Und ich dachte so, das ist das Ende. Das ist überhaupt das Ende. Der Rainer war auch ziemlich bleich, das muss ich Der sagen. schwitzte, Ja. voller Angst. Ja, nein, das war also, da habe ich gesagt, so machst du einen großen Kinofilm und der reißt gleich 3 Mal. Nein, das war schrecklich. Ich fand es schrecklich.
Aber ich kann dir sagen, warum er riss. Und jetzt sagst du warum. Na, weil wir erstens mal so schnell, also wenn man sich das heute vorstellt, kann man sich das eigentlich gar nicht vergegenwärtigen. Das natürlich ging die Fertigstellung ziemlich schnell. Parallel zum Drehen hatte ich geschnitten. 4 Wochen später hatten wir gemischt. Ja. Und dann musste es natürlich noch ins Kopierwerk und alles. Und die Kopie kam direkt, weil die auf Orwo-Material gedreht worden war. Und dieses Orwo-Material gab es im Westen zum damaligen Zeitpunkt nicht, sondern es kam aus dem Osten. Ach. Ja. Und Orwo war das alte Schwarz-Weiß-Material, auf das man kopiert hat. Das hat die DEFA noch gemacht. Und da mussten diese Materialien zum Kopieren mussten erst gebracht werden in die Bavaria. Und das ging alles rucki-zucki. Und der Film war noch nicht getrocknet. Es war ein rein praktischer Grund. Nicht weil Böses oder irgendwelche Attacken. Das war sozusagen die Schnelligkeit unserer Arbeitsweise und dass das Material noch ganz, ganz brüchig war. Und ich dachte, das ist Schicksal. Nein, und sowas das war kein alles. Schicksal. Gott würde strafen. Das und war die sowas reinste alles. praktische, die Haltbarkeit des Materials, wenn es noch nicht völlig getrocknet ist. Dann weiß ich gar nicht, wie kam der Film eigentlich an? Also es war so, nachdem Fassbinder 1979 mit Maria Braun auf der Berlinale ja nicht den Goldenen Bären bekommen hat, was er sich so gewünscht hatte, klar. hatte damals, war klar, der Mann muss nun den Preis kriegen. Es geht nicht. Das war sein 41. Film. Und er hatte weltweit Erfolge, hatte weltweit Anerkennung und hat im eigenen Land auf dem wichtigsten Filmfestival, auf der Berlinale, noch keinen Preis bekommen. Ja. Und er rief mich in der Nacht immer an und war völlig aufgeregt, als es um die Entscheidung ging. Da bin ich ja schon zurück nach München wieder und habe die internationale Tonfassung gemacht, als es um die Entscheidung ging, ob er den Preis kriegt. Und er hat bis zuletzt gedacht, er kriegt den wieder nicht. Und ich glaube, Thomas, der Co-Produzent, hat sich damals da ziemlich ins Zeug gelegt, weil es wäre peinlich gewesen, dass man ihm den nicht gibt. Er bekam ihn dann und die erste, das war natürlich auch, er war stolz und glücklich, endlich seinen Preis zu haben. Und er hat ihn übergeben bekommen von Joan Fontaine. Ja, richtig. Und von Jimmy Stewart war dabei. Und er war richtig glücklich. Ja. Und dann kam die Premiere im Kino, das war ja nur ein paar Tage später, und da gab's böse Verrisse. Mimikry der 50er Jahre. Ja. Das wissen die wenigsten Leute eben, dass Fassbinder in seinem eigenen Land, man hat ihn respektiert als Filmemacher, keine Frage, aber er wurde verrissen. Ja. Es gab eigentlich nur einen Film, der mit vollen Hymnen von Anfang bis zum Schluss überdeckt war, und das war Maria Braun. Aber ich weiß, dass er zum Beispiel 2 Jahre lang ununterbrochen in Paris, in den Champs-Élysées gelaufen ist und in Italien überall lange gelaufen ist. Und wir sind 1983 zur Eröffnung hier nach New York gekommen, wo New er York das Film Festival. New York Film Festival eröffnet hatte. Und genau. das hat Rainer nicht mehr erlebt, weil er ja gestorben ist. Erzähl noch mal, was der ganze Film für dich bedeutet hat, jetzt so nach 20 Jahren. Wir haben ihn doch zuletzt gesehen an Rainers 20. Todestag. Was ist für dich geblieben? Also als ich ihn nach 20 Jahren wieder gesehen habe, kann ich wohl wirklich sagen, ich glaube, dass das ein kleines Meisterwerk ist. Das habe ich damals nicht so gesehen. Das habe ich wirklich nicht so gesehen, weil ich denke dann immer, das hätte man besser machen können oder das oder das oder das. Und jetzt in so einem großen Abstand denke ich, das ist ein wunderbarer Film, ein Meisterwerk, weil er steht so isoliert und einzigartig da. Und was dann noch geblieben ist, dass ich immer darauf angesprochen werde, ja, das finde ich schön. Und dass ich sehr stolz darauf bin, mit ihm gearbeitet zu haben und dass ich einmal so dabei gewesen bin. Und das bedeutet mir sehr viel, weil ich selber viel gelernt habe und das ist einzigartig, wunderbar. So kann ich das sagen.